Ich grüße euch. Und wisst ihr, was wir heute machen? Wir machen es heute mal richtig schön günstig. Preiswert, nicht billig. Und genau dafür habe ich mein Fundstück der Woche. Das war so die kleine Initialzündung, heute mal einen kleinen Schnäppchencheck zu machen. Was das ist ein Sharkoon Gaming Deck Pro S. So ein langer Name für so einen kleinen Stick. Aber das Ding hat faustig hinter den Ohren, also wenn es denn Ohren hätte. Es ist eine USB-Soundlösung. Ja, USB-Soundlösung gibt es wie Sand am Meer, das kann man sich anhäufen, zusammenleimen und ein Haus draus bauen. Die taugen bloß meistens nichts. Oder sie kosten richtig viel Geld. Dieses Stück kostet nicht mal 30 Euro. Das kann man sich ja noch sagen, warum setzt er sich hin und macht jetzt ein Video für diesen kleinen Knubbel. Ja, hätte ich selber nicht gedacht. Habe ich gekriegt. Habe ich mir auf der Messe, auf der Computex mal ausprobiert. Ja, dann stand ich so an dem Stand, dann habe ich immer lauter gedreht und lauter. Es ging immer noch lauter und dann war da so ein Krach drumherum, da setzte irgendwo am Nachbarstand die Musik an, habe ich noch ein bisschen lauter gedreht und das ging mit dem Ding auch noch. Dann habe ich gesagt, Leute, schickt mir den, ich würde den gerne mal testen. Und genau das habe ich heute gemacht. Ich habe das Teil gekriegt, habe es reingesteckt. Tja, da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Wir vergleichen mal, was unterscheidet dieses Teil von diesem Teil. Weil das hatte ich ja unlängst getestet. Das ist ein GSX 1000 von Sennheiser. Kopfhörerverstärker. Also groß, klein. Schauen wir mal. Das Ding kann Touch. Das Teil kann keinen Touch. Das Ding leuchtet. Kann man sogar gucken, wie laut ist es denn. Hier, der kann das nicht. Da höre ich es aber. Was hat das Teil noch? Software. Jede Menge Eingänge, Ausgänge. Ja, und es kann Surround. Das Teil kann das nicht. Hier brauche ich einen Treiber. Da muss ich meine Firmware updaten. Ich muss erstmal gucken, ob überhaupt alles funktioniert. Es läuft auch momentan nur auf Windows. Das Problem habe ich hier auch nicht. Da kann also eine ganze Menge. Ist nur die Frage, braucht man das? Ach so, noch was. Das hier ist mein Testkopfhörer. Das ist ein Amiron Home von Beyerdynamic. 250 Ohm, nicht ganz billig, aber gut. So. Der hier kann das nicht. Der kann das. Und genau deswegen habe ich dieses Stück heute einfach mal mit ins Labor genommen und gemessen und war wirklich erstaunt, was da hinten alles rauskommt. Und ich meine, Lieferumfang, Unboxing, das sparen wir uns, da gibt es bestimmt schon genügend YouTube-Videos. Hier drin ist nichts anderes als dieses kleine Teil, ein bisschen asiatische Luft und ein Handbuch, was letztendlich sagt, ich brauche nicht mehr als diesen Stick. Reicht völlig aus. Nehme ich also diesen Stick und wenn ich mir das angucke, es ist ein Format von einem normalen Datenstick. Es hat halt hinten eine TRRS-Buchse, das ist also eine Multifunktionsbuchse, ganz normaler Klinkenstecker. 3,5 mm, aber eben 4-Pol, das ist das, was man in sein Handy reinsteckt, wenn man es denn noch hat an seinem Handy. Stereoausgang und ein Mikrofoneingang. Das ist das Problem, jetzt sagt der Klaus Kevin Gamer, aber ich habe mein Headset, hat ja hier so 3,5, hier hat er 3,5 Klinke, 3,5 Mikrofon. Ja, und nimmt man sich so ein gutes Teil, das ist so ein kleiner Splitter, kann ich 4-Pol auf 2x3,5 mm Klinke machen. Ja, dann kann ich es genauso benutzen. Und wenn jemand dann sagt, oh, ich habe ja Crosstalk drin, Leute, das liegt aber nicht an diesem Splitter und das liegt auch nicht an diesem Teil, sondern das liegt an eurem Headset. Ja, zu dem Thema. Also das ist eine wunderschöne Geschichte. Man hat natürlich, es gibt auch von diesem OEM, der das herstellt, auch noch Varianten, na, da gibt es dann mit 2x Klinke, aber dann ist das Ding so breit. Ja, will man das? Nein, also ich brauche es nicht, dann lieber sowas und zur Not mit dem Adapter. Ja, dann klappt das auch mit meinem Kopfhörerverstärker. Und übrigens, meine Schelm, wer Böses dabei denkt, Sharkoon bietet natürlich genau solche Splitter auch im Handel an. Das ist ein ganz normales Zubehörteil. Leider Gottes, in dieser Schachtel fehlt's. Kann man dazu stellen, wie man will, aber es sind ja nur 30 Euro. Also so ein Teil, ich weiß nicht, was es kostet. Es gibt ja dann auch noch so andere Handelsplattformen, die mit A anfangen oder wie auch immer, dann kriegt man das da auch. Das ist Pfennigkram. Aber kommen wir mal zurück zu diesem kleinen Duck. Den kann ich reinstecken, der geht. Den stecke ich in meinen Laptop, da ist ein Windows 10 drauf, läuft. Den stecke ich in meinen kleinen alten Laptop rein, da ist ein Windows 7 drauf, pups, läuft. Dann haben wir so ein Mac reinstecken, pups, läuft, geht. So, das Ding ist also multiplattformfähig. Ich habe überhaupt keine Probleme, das Teil zu benutzen.
Ja, 30 Euro, braucht man es oder braucht man es nicht? Und was macht dieses Teil so besonders? Werden wir gleich noch erfahren, weil ich habe es ja richtig gemessen. Technische Daten, okay, liest sich so mittelprächtig. Was haben wir? 24 Bit. Naja gut, das ist die Auflösung. Jetzt sagt man, ja, oh, ich habe 32 Bit auf meinem Onboard-Sound. Kinder, 24 Bit, das reicht völlig aus für 144 dB Dynamikumfang. Ja, habt ihr Material, was das kann? Die wenigsten. So, also das reicht theoretisch locker aus. Das war früher mal Studiostandard. So, und dann kommt das nächste. Wir brauchen eine Abtastrate, also die sogenannte Sampling-Frequenz. Und dann schafft das Ding 96 Kilohertz. Klingt jetzt auch nicht viel. Gibt es ja deutlich höher. Und da kann ich gucken und mein kleiner Realtek Onboard, der schafft dann 192 Kilohertz. Dann gibt es dann Dinger, die machen 384 Kilohertz. Klingt gut, brauche ich aber eigentlich fast gar nicht. Und warum? Das will ich euch auch erklären. Also erstmal geht man ja mal rein in sein Windows. Da muss man sowieso erstmal gucken, weil es sind ja nur 48 Kilohertz standardmäßig eingestellt. Das Ding, nicht vergessen, kommt ja ohne Treiber. Also wenn man denn schon die Fledermaus-Ohren initialisieren möchte, muss man erstmal ins Windows rein, dann geht man da in seine Systemsteuerung und dann guckt man nach den Geräten. Da gibt es dann so diese Audiokonsole, da sieht man dann die Wiedergabegeräte und da klickt man drauf und dann hat man dann ganz hinten auch diese Abtastraten. Da stellt man es mal auf 96 Kilohertz bei 24 Bit Auflösung. So, und dann hat man das. Was ist jetzt der Unterschied? Ich meine, bei 48 Kilohertz, ja, bin ich auch theoretisch im normalen darstellbaren Frequenzbereich noch locker über 20 Kilohertz. Das muss man natürlich eins auch überlegen. Das ist ja ein Digital-Analog-Konverter und da entsteht ja auch jede Menge, ich sage jetzt mal Frequenzmüll, also akustischer Nonsens, den man so nicht hören möchte. Dafür gibt es jetzt dann sogenannte Allays bzw. Rekonstruktionsfilter. So, und jetzt ist das Problem, je kleiner so eine Abtastrate ist und je näher sie an den hörbaren Bereich rankommt, den ich ja auch gerne wahrnehmen möchte, umso steiler müssen diese Filter sein. Also diese Flanken müssen dann schon extrem sein. Man spricht dann auch von invasiv, also so von richtig extensives Filtern, schmalbandig. Habe ich ein Problem, weil das lässt sich relativ schlecht implementieren und man hat dann auch so diese Verzerrung und da gibt es so Phasenverzerrung und Verschiebung und man hört das. Deswegen wählt man die Abtastrate natürlich möglichst groß. So, allein schon wegen diesem hässlichen Aliasing. Nur 96 Kilohertz sind weit weg von meinen 22 Kilohertz, die ich hören will. Und theoretisch geht es dann hier bis 48 Kilohertz verlustfrei und dann kann man ja dann hinten dann bitte schön noch filtern. Genau das macht das Ding. Und ich habe, können wir uns hier mal anschauen, den Frequenzverlauf mal gemessen im Labor. Das geht dann von, ich habe es gemessen von 10 Hertz, ja, bis hoch bis 44, irgendwas, also 44,2 paar zerquetschte. Dann ist man so im Bereich von, ja, zumindest hinten raus, von plus minus 3 dB. Alles, was so bis 20, 22 Kilohertz geht, ist absolut linear. Und das für so eine kleine Gurke, für so schäbige 30 Euro, hätte ich fast gesagt, das ist ordentlich. Und wenn jetzt hier noch genug Druck rauskommt, dann bin ich schon richtig glücklich. Und dass das der Fall sein wird, das werde ich euch gleich erklären. Ich habe es gemessen und dann habe ich mir überlegt, ja, wie geht das eigentlich? Jetzt war der Hersteller natürlich so unvorsichtig, ich meine, das Ding ist zugeklebt, das hätte ich natürlich aufbrechen müssen, aber die Arbeit musste ich mir nicht machen, weil auf der Homepage steht ja auch drin, was der Hersteller so Schönes verbaut hat. Der Hersteller steht natürlich nicht drin, aber steht zumindest der Chip drin. Und der Rest ist ja einfach bloß mal ein bisschen investigativ nachgucken und dann ruft man seinen Großhändler des Vertrauens an und der schaut halt mal in seine Listen. Und das ist ein BES 3100, das ist der DAC. Kommt von Bestech, das ist eine Firma, die sitzt in Shanghai und macht eigentlich ja, Wireless-Krempel, also so Wireless-Headsets und Kommunikationsgeräte und schlaf mich tot. Macht auch sehr viel OEM-Business und es gibt ein paar Firmen, die natürlich dann dort auch diese Chips beziehen. Die nenne ich jetzt mal nicht, weil den OEM kenne ich zwar, aber den verrate ich euch nicht. Jetzt ist natürlich dieser doch recht günstige DAC, Digital-Analog-Konverter, ja, eigentlich übersetzt man es ja mit DAU, also Dialog sage ich schon, Digital-Analog-Umwandler, aber DAU ist ja so ein bisschen belastet, also sagen wir mal DAC dazu. So, und dieses gute Stück, ja, der kann nur das, nichts anderes. Es ist also kein Kopfhörerverstärker eingebaut,
Was noch mit drin ist, ist ein ADC, also ein Analog-Digital-Wandler. Den haben wir auch noch fürs Mikrofon. Das sind dann aber, ich glaube, 16 Bit. Es ist ein bisschen weniger. Da kommt man dann auch nicht ganz so hoch mit dem Frequenzverlauf. Das heißt, beim Messen konnte ich nicht einfach durchschleifen, sondern ich musste halt außenrum eine Lösung suchen. Deswegen war das ein bisschen tricky, aber es ging. Tja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, was wir so an Komponenten verbaut haben. Und da ist drin, hinten als Kopfhörerverstärker von Maxim Integrated in 9722.0A. Ja, das ist ein Dual-Channel-Kopfhörerverstärker und das Besondere an dem Ding, Flexible Gain, das heißt also, er passt quasi auch den Verstärkungsfaktor dieser ganzen Schaltung automatisch an und das hat was mit der Impedanz zu tun, das hat auch ein bisschen was mit der Ausgangsleistung, die ich hinten letztendlich maximal abgreifen kann, zu tun. Ich muss aber nicht extra noch einen Gain-Schalter bedienen, weil das könnte ich gar nicht, weil A kann ich ja keinen anbringen und B habe ich ja keine Software, wenn ich den hier schon keinen anbringen kann. Also das geht in dem Falle nicht. Also hat man das genommen, hat sich so einen schönen Schaltkreis besorgt, der das automatisch macht. Und das funktioniert auch richtig gut, wie wir gleich noch sehen werden. Habe es ja gemessen und jetzt sagt man, okay, dieser Chip kriegt bis zu 3 Volt raus, wenn ich mit 5 Volt speise. Ja, 3 Volt RMS. Und das ist für einen Kopfhörerverstärker schon eine ganze Menge Holz. Wenn man sich überlegt, dass diese kleinen Onboard-Teile deutlich weniger schaffen, dann ist das schon eine Hausnummer. Jetzt hat natürlich Shahoo noch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gekriegt. Da hat man gedacht, okay, wenn wir jetzt halt den Verstärkungsfaktor so hoch rauslassen, ja, dann hört man vielleicht dann doch ein bisschen das Eigenrauschen wieder. Ups, mein Pömpel ist ja gerade umgefallen, der ist gleich erschreckt. Weil wenn der Eigenrauschen hört, fällt er immer um. Ich lasse ihn jetzt mal liegen und schlafen. Das Problem ist halt, man hat gesagt, okay, speisen wir halt intern mit 3 Volt. Dann geht das Ganze ein bisschen runter und dann hören wir das Rauschen überhaupt nicht mehr. Ich habe hier mal gemessen, das sind, schaut sich an, 2 Millivolt fürs Rauschen und dann habe ich noch die Grafikkarte angeschmissen und ja, dann so richtig schön da diesen Gaming-Track durch die Gegend gewirbelt. Das darf man nicht vergessen, Grafikkarten sind ja Sendestationen. Ne? Das ist ja 300 bis 400 Kilohertz Hochfrequenzbereich, da die Spannungswandler, die prallern da Leistung raus, das klappt man gar nicht. Das sind Magnetfelder noch um diese Grafikkarte drumherum. Also alles, was dort irgendwie an Schaltungen so in der Nähe ist, fängt sich das ein. Das ist wie Influencer. Und ich meine, an jeder kleinen Nichtlinearität bricht sich das und wird irgendwas gleichgerichtet und dann hat man so schöne Intermodulation drin. Und da kommt ja auch dieser Spruch her. Ne? Also du hörst, was du siehst. Und wer kennt das nicht? Wir scrollen hoch und runter und dann also ich höre, was ich gerade mit der Maus auf dem Bildschirm mache, passiert hier definitiv nicht. Also wir sind beim Rauschen unter 2 Millivolt, wir sind dann mit diesem ganzen Grafikkartenschmodder so bei knapp 5 Millivolt. Das ist gar nichts. Also wenn ich alles auf Maximum stelle. Damit kann ich leben, das höre ich nicht, das stört mich nicht. Das ist natürlich die Frage, was ja kommt aus diesem Ding dann am Ende des Tages wirklich raus. Habe ich ihn offen, diesen Ausgang, und ich schließe jetzt zum Beispiel einen Verstärker an, weil ich brauche das halt für meine PA oder wie auch immer, dann bin ich bei knapp 2 Volt. Immerhin, das ist ausgelobt, also 1,96 Volt, da kann man mit leben. Das sind dann knapp 4 Milliwatt pro Kanal, und damit kriege ich jede Endstufe tot, fast. Wenn ich jetzt die Impedanz ein bisschen weiter runternehme, da sind wir so im Bereich um die 500 Ohm, da gibt es auch schon vereinzelte Kopfhörer, die das so haben. Also ist dieser wunderschöne kleine Schallwiderstand und wenn man sich das mal anschaut, also ich meine, ich bin hier immer noch bei fast bei 2 Volt, also 1,94 Volt, ja, dann haben wir ungefähr 7,5 Milliwatt pro Kanal. Das sind immerhin in der Summe 15 Milliwatt für einen Verstärker. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die hochohmigen Dinger, die sind relativ empfindlich. So, jetzt kommen wir zu der Fraktion der, ich sage jetzt mal vielleicht Bayer-Dynamik-Nutzer, dann hat man so ein MMX 300, das kommt auch mit 250 Ohm Impedanz daher, oder mein kleiner Amiron, der hat das auch. Ja, 250 Ohm, was kriegt man raus? Wieder 1,94 Volt, ne? Ich sage bloß Autogain. Ja, und 15,1 Milliwatt pro Kanal, sind wir schon bei 30. Das reicht für das Ding völlig aus. Und der schafft bis zu 17 Mal mehr Ausgangsspannung als das hier. Aber da leuchtet, immerhin. Hier höre ich was, hier sehe ich was. Kann man sich entscheiden, was einem lieber ist. Dann kommen wir zu den 32 Ohm. Und das ist ja so die allgemeine Gaming-Headset-Tröten-Fraktion. 32 Ohm, Standardimpedanz für so einen Kopfhörer.
Ja Leute, ey, da haben wir ja fast 103 Milliwatt pro Kanal. Das ist geil. Und das sind wir noch bei 1,81 Volt. Da geht was. Da geht richtig viel und da geht die Post ab und da brauchst du auch kein Ohrstäbchen mehr, weil das pustet hier rein und dann kommt der Pfropfen hier wieder raus. Dann ist das Ohr sauber. 200 Milliwatt, reichlich 200 Milliwatt insgesamt. Die Hersteller-Homepage, die hat das nicht so richtig verstanden. Da stehen 250 Milliwatt. Die 250 Milliwatt, die schafft er auch, allerdings mit 5 Volt. Nur müsstet ihr denen dann auch die 5 Volt geben. Macht er aber nicht. Wobei, also ich sage jetzt mal 2 Volt, 200 Milliwatt reicht für so ein Teil eigentlich auch aus. Tja, das sind wir mal bei der Messung. Und dann kommen wir mal zu 8 Ohm. Und wenn ich jetzt einen 16 Ohm Kopfhörer habe, wie zum Beispiel so einen Custom One Pro von Beyerdynamic, geht gerade mal noch so, da sind wir so bei 50, 60 Milliwatt. Mehr geht dann schon nicht mehr. Da kommt der Limiter, der dann auch die Stromstärke begrenzt. Ja, und bei 8 Ohm, was kriege ich denn da noch? Da bin ich so bei knapp 15 Milliwatt pro Kanal. Ja, und 0,34 Volt. Da sagt der Kopfhörer dann so, nee. Aber es gibt ja kaum noch 8 meine Güte. 8 Ohm Kopfhörer. Ja, man sollte nicht so viel arbeiten, dann ist man auch früh klarer im Kopf. Also für Lautsprecher zum Beispiel reicht das dann nicht mehr. Will man aber nicht. 16 Ohm geht noch, 32 Ohm geht richtig geil. Ja, und 250 Ohm kann man super mit leben. Das mal zu den Messungen. Erstaunlich, dass das Ding plus 30 € kostet. Das habe ich mir dann gesagt und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, weil den Test auf der Website mache ich ja sowieso. Und da habe ich mir überlegt, nee, das muss ich euch mal zeigen, weil das Ding ist wirklich richtig geil. Zumindest für 30 €. Jetzt kann natürlich jeder kommen und sagen, oh, da gibt es richtig teure Kopfhörerverstärker. Habe ich auch. Jetzt könnte ich protzen und sagen, Leute, ich habe hier privaten A20 von Beyerdynamic. Der schafft ein paar Volt mehr. Der, wenn er will, bläst das Ding in den Orbit. Der kriegt ihn sogar kaputt, wenn er will. Brauche ich das? Nee. Für wen ist das jetzt? Das ist für Gamer, die ein ordentliches oder mehr oder weniger ordentliches Headset haben, die auf eine sehr natürliche Wiedergabe doch bestehen und die jetzt nicht so zwingend, wir müssen noch mehr Bass reintun und dann müssen wir noch ein paar Hochtonpeitschen, da muss man da sich so eine Badewanne konstruieren. Also diese Equalizer-Fraktion, die Tiefen und Höhen auftritt, die mitten wegnimmt. Ja, und dann schrammelt das und dann zischt das und peitscht dich, aber ihr hörst ja nichts mehr. Also das Schlimme ist, wenn ich jetzt wirklich mal räumliches Hören sage und ich habe dann so überall im Raum Quellen verteilt, die würde ich gerne mal meinem Gehirn zuordnen, wo denn dieser Feind überhaupt steht. Mit dem Ding geht es wunderbar. Also ich kann wirklich Tiefe fühlen, die kann ich hören. Ich habe eine sehr gute räumliche Zuordnung, ich habe also eine sehr gute Ortung. Die Bühne ist perfekt, also ich kriege da hier auch nichts weggebeamt. Ich kriege auch nichts dazu, also es wundert nichts hin, es wundert auch nichts weg. Es ist eine einfache lineare Sache, also das, was ich hier reinstecke, hier vorne, kommt hier hinten auch wieder raus. Das ist natürlich für schlechte Kopfhörer eine ganz schlechte Nachricht, weil das Ding macht eigentlich alle nackig. Na, da muss man die Hosen runterlassen und dann muss man wirklich sagen, ja Leute, ich kann keine Höhen und mein Bass ist scheiße. Das liegt aber nicht an dem Ding, sondern das liegt an eurer Tröte. Wenn ihr denn dieses Problem habt, kauft euch lieber einen gescheiten Kopfhörer, dann gibt es auch mit dem Teil kein Problem. So, jetzt habe ich den ganzen Tag gelabert für so ein 30 € Teil. Mir gefällt's. Das muss mal reichen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Kauflink gibt es keinen dazu, aber man kann es ja googeln. So ein kleiner DAC ist ein guter Reisebegleiter und es ist eigentlich eine Hilfe für jeden Laptop. Weil habt ihr schon einen Laptop mit einem gescheiten Audioteil gesehen? Also ich nicht. Ich habe einen ziemlich teuren sogenannten Gaming-Laptop, den ich mir eigentlich nur wegen der CPU gekauft habe, weil ich unterwegs auch Videos machen muss. Klingt schrottig. Das dran? Gut. In dem Sinne, Salvatore, macht eine schöne Woche und denkt mal drüber nach, auch über eure Hörgewohnheiten, weil das Ding ist nicht vermediamarktet, nicht versandturnisiert oder wie auch immer. Es ist ein ehrlicher Klang und das ist in der heutigen Zeit eine ganze Menge wert. Salvatore.